Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen mal wieder einen Streuselkuchen, und zwar einen mit Birnen und mit Sahnepudding. Wie ihr euch schon denken könnt, wir bereiten erstmal den Mürbeteig zu. Und für diesen Mürbeteig mischen wir Zucker mit dem Vanillezucker und Mehl mit Backpulver. Wir geben aber zuerst mal die Butter in die Schüssel hinein und schlagen die schön cremig auf. Danach folgen noch Zucker und Salz. Natürlich verwenden wir nur eine Prise Salz. Auch verwende ich für den Mürbeteig auch immer ein Ei, und das schlage ich jetzt rein und mixe es wieder gut durch. Dann fehlt nur noch die Mehlmischung. Auch die geben wir hinzu und kneten das Ganze richtig gut durch. Dann formen wir daraus einen Bollen und geben den Bollen dann in den Kühlschrank zum Abkühlen. Gut, wenn der Teig dann im Kühlschrank ist, können wir weitere Vorbereitungen treffen, wie zum Beispiel schon mal ein bisschen Backpapier in die Springform geben. Oder dann eine Zitrone auspressen, weil wir brauchen nachher Zitronensaft für die Birnen. Wir werden nachher später ca. 2 Kilo Birnen schälen, entkernen und klein schneiden, und dazu brauchen wir den Zitronensaft. Als Vorbereitung werden wir auch schon mal die Streuseln herstellen. Für die Streuseln mischen wir Vanillezucker mit dem Zucker und geben Butter in eine Rührschüssel. Mit dem Mixer schlagen wir die Butter kurz auf. Dann geben wir die Zuckermischung hinzu und mixen weiter kräftig das Ganze durch. Wäre natürlich schon gut, wenn die Butter etwas weich ist. Als letztes kommt dann das Mehl hinzu und wir kneten das Ganze so durch, dass die Streuseln entstehen. Bevor sich jetzt so ein Teigbolle bildet, hören wir natürlich jetzt auf mit Durchmixen und stellen das Ganze beiseite. Weil wir den Boden vorbacken wollen, 3 bis 5 Minuten nach dem Backofen, bemehlen wir die Arbeitsfläche und nehmen 2/3 von dem Teig, von dem Mürbeteig. Den Teig, den rollen wir dann aus und legen den in die Backform hinein.
Und falls er nicht ganz genau hineinpasst, werden wir natürlich das Ganze schön anpassen. Trotzdem werden wir dann die Springform erstmal beiseite stellen, weil jetzt fangen wir an, die Birnen zu schälen, zu entkernen und klein zu schneiden. Ist natürlich klar, dass das die zeitintensivste Tätigkeit hier jetzt ist. Und auch sobald die ersten klein geschnittenen Birnenstücke in die Schüssel kommen, geben wir den Zitronensaft hinzu. Wir haben am Anfang ja auch nicht den ganzen Zitronensaft hinzugegeben, sondern nur einen Teil davon. Und immer wieder geben wir dann den Zitronensaft zu den Birnen hinzu, bis der ganze Zitronensaft in der Schüssel mit den Birnen ist. Parallel können wir den Ofen auch schon mal auf 160 Grad Oberhitze vorheizen. Und wenn wir dann den Boden im Ofen haben, stellen wir 180 Grad ein. Und somit strahlt die Hitze von oben. Und das wollen wir ja. Lasst aber den Boden höchstens für 5 Minuten drin. Vielleicht auch nur 3 Minuten. Wir wollen ihn ja auch nur kurz vorbacken. In der Zeit können wir schon mal die Birnen in einen Kochtopf geben und Milch und Sahne in einen anderen. Etwas Milch geben wir dabei zu dem Puddingpulver in der Schüssel. Da bringen wir natürlich dann die Birnen zum Kochen und die Sahne mit der Milch. Bei den Birnen geben wir dann noch ein bisschen Zucker hinzu und rühren das Ganze mal gut durch. Okay, die Zeit ist rum, wir holen den Boden wieder aus dem Backofen heraus. Wir schalten aber den Ofen nicht ab, weil wir kurze Zeit später werden wir ja den Kuchen da in den Ofen geben. Jetzt können wir auch schon mal den Zucker in die Sahne geben. Damit der Zucker Zeit hat, sich in der Sahne bzw. Milch aufzulösen. Wir müssen natürlich immer ein Auge drauf haben, dass die Sahne bzw. die Milch nicht anbrennt. Währenddessen können wir jetzt schon mal das Puddingpulver in der Milch anrühren. Auch bei den Birnen geben wir jetzt noch was hinzu, und zwar Stärke. Die Stärke rühren wir mit Birnensaft an. Etwas später geben wir dann die angerührte Stärke zu den Birnen hinzu. Aber wir geben nicht alles gleich hinzu, sondern wir geben das schrittweise hinzu. Wir möchten ja nicht
eine kompakte Masse haben, sondern eine schlotzige Masse, die nachher erst im Kuchen im Ofen anzieht. So, dann wären jetzt die Birnen eigentlich fertig und wir können den Herd bei den Birnen ausschalten. Aber wir müssen ja uns auch um den Pudding kümmern. Da bringen wir jetzt die Sahnemilch zum Kochen und geben dann das angerührte Puddingpulver hinein und lassen das Ganze aufkochen. Natürlich rühren wir dabei um. So, dann wäre jetzt der Pudding auch fertig und wir gehen jetzt nochmal an die Springform hin und machen dort den Rand. Den Teig an den Rand oder so. Aber vorher gebe ich noch ein bisschen Butter auf den Rand, damit einfach das Backpapier dort besser hebt. Gleich danach holen wir den Rest vom Teig aus dem Kühlschrank und aus dem Mürbeteig formen wir dann den Rand. Ist der Rand fertig, geben wir sofort den Pudding auf den Mürbeteig drauf und verteilen ihn natürlich schön gleichmäßig. Auf den Pudding folgen dann die Birnen. Die geben wir auch drauf und verteilen die auch recht schön. Ihr müsst euch da aber jetzt keinen abbrechen. Warum? Es kommen noch die Streuseln drauf. Als letztes, bevor der Kuchen dann in den Ofen geht. Und den Ofen, den haben wir auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt. Ihr wisst ja noch, von vorher war er ja noch heiß. Wenn der Teig jetzt auch zu große Streuseln gebildet hat, kein Problem, die zerreiben wir einfach mit den Fingern. Ja, dann kommt auch schon der Kuchen in den Ofen. Aber ihr könnt die Backzeit reduzieren. Warum? Der Pudding und die Birnen, die waren ja noch recht heiß. Also, nur 45 bis 50 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Habt aber ein Auge drauf. Wenn die Streuseln zu braun werden, dann macht ihr den Ofen aus und brecht den Backvorgang ab. Dann müsste der Kuchen trotzdem schon fertig sein. Und wie ihr seht, mein Kuchen wurde perfekt. Jetzt aber nicht den Kuchen gleich aufmachen. Am besten über Nacht im Kühlschrank auskühlen lassen. Ganz wichtig, wenn er warm ist, kann es sein, dass er zusammenfällt. Dass die Birnenmasse ausläuft. Also ab in den Kühlschrank, Geduld zeigen und erst am nächsten Tag die Springform öffnen und den Kuchen von dem Backpapier befreien. Und wenn es dann soweit ist, dann nehmen wir ein gutes Stück vom Kuchen und probieren den Kuchen. Ja, das ist schon ein fabelhaft leckerer Kuchen. Und ich würde sagen, probiert diesen Kuchen aus. Birnen sind echt der Hammer bei diesem Kuchen. Also ich würde vorschlagen, ihr macht das und berichtet mir, wie es geworden ist. Ich tät mich tierisch freuen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Naupis Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.